Hallo Leute, ja, ich hatte ja bereits schon ein Video gemacht zu Windows Recall. Jetzt wird es noch ein bisschen spannender, weil es sind ein paar neue Informationen rausbekommen. Und wenn ihr dieses Video gefallen solltet, dann bitte den Daumen hoch und auf Abonnieren klicken und vielleicht auch die Glocke anmachen. Ich würde mich freuen. Also, wartet ab, was dann noch Neues kommt. Jetzt geht es erstmal weiter und viel Spaß bei diesem Video. Das Microsoft Recall, das mit dem Copilot Plus eingespielt wird von Windows 11 und demnächst bei allen Usern auf dem Computer landen sollte, ist so unsicher, dass die Presse jetzt inzwischen extrem darüber warnt. Unter anderem ist es angedeutet worden von Microsoft, dass die Bilder verschlüsselt werden. Aber dabei wird eine Einzelverschlüsselung der Bilder überhaupt nicht durchgeführt, sondern es wird eigentlich nur auf die Festplatte geschrieben und die Verschlüsselung, die erfolgt dann unter der Annahme, dass auch die Festplatte grundsätzlich verschlüsselt ist. Wir hatten ja darüber schon mal gesprochen, dass Microsoft da diese BitLocker eingebaut hat und der angeblich ständig aktiv ist, wo dann behauptet worden ist, der ist nicht ständig aktiv. Nun wird also behauptet von Microsoft, dass der BitLocker immer automatisch aktiviert ist. Ja, also es widerspricht sich immer grundsätzlich alles. Auf jeden Fall, das wird als Verschlüsselung vorgegeben. Nur wenn quasi dann dieser BitLocker läuft, dann würden auch diese Bilder verschlüsselt werden. Aber das bedeutet so viel, wenn der PC offen ist, das heißt also, wenn jemand dran gearbeitet hat, an dem PC sich eingeloggt hat, dann ist alles offen, dann sind die Daten im Prinzip abrufbar. Sie sind allerdings nur auf dem sogenannten Administrationslevel abrufbar. Aber die meisten Windows-User arbeiten im Administrationslevel. Alle, die sich den PC im Prinzip selbst einrichten, machen ihn meistens und benutzen ihn meistens auf Administrationslevel. Und das ist dann eben so, dass auch ein anderer User, der sagen wir mal mit einem anderen Benutzer gearbeitet hat, dann von dem zumindest dem Administrator ausgelesen werden kann. Und das ist natürlich schon mal eine Sache, die grundsätzlich aufgrund der Datenschutzgrundverordnung überhaupt nicht geht. Gut, der nächste Punkt ist, dass Microsoft es auch nicht so absichert, dass das nicht zum Beispiel durch eine Schadsoftware alles ausgelesen werden kann. Jetzt gibt es darüber einschlägige Informationen in der entsprechenden Fachpresse, zum Beispiel PC Welt oder Microsoft selbst. IT Swiss Magazin schreibt darüber. Und hier was ganz Interessantes ist also die ULabsD, die auch hier ein schönes Video gemacht haben. Und das ist so gut gemacht, dass ich sage, da möchte ich nicht unbedingt nochmal das Ganze im eigenen Video wiederholen. Das könnt ihr euch dann direkt hier bei den Kollegen mal anschauen. Die schreiben nämlich, wie das ganze Verfahren läuft und die haben sogar eine Software geschrieben, damit man das sich ganz schnell dann auch herunterholen kann und so weiter. Also wie man da direkt an diese Bilder rankommt und das öffnet und so weiter und so fort. Hier gibt es dann auch noch entsprechende Quellenverweise für weitere Artikel. Das solltet ihr euch da auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich wollte euch einfach nur schnell darüber informieren, welche Gefahr dieses Recall verursacht. Und ich bin der Meinung, dass selbst wenn jetzt Microsoft zurückrudert, was also hier jetzt in dem anderen Artikel geschrieben wird und was Microsoft wohl behauptet haben soll, selbst wenn Microsoft zurückrudert und es jetzt nicht automatisch aktiviert und beispielsweise das dann nachher doch verschlüsseln sollte, ihr könnt ja Microsoft nicht vertrauen. Das ist ja das große Problem. Wir sind doch schon zu oft jetzt gerade in den letzten Monaten angeschmiert worden. Es wird immer das behauptet und dann wird wieder festgestellt, dass es dann doch anders ist. Also ihr könnt Microsoft nicht vertrauen und von der Seite her würde ich mich darauf gar nicht einlassen und so lange zu warten, dass irgendwo eine Entscheidung von der EU kommt. Das könnte für euch schon zu spät sein. Von der Seite, ganz ehrlich, kann ich euch nur empfehlen, wechselt zu Linux Mint. Wie das geht, darüber habe ich ja schon einige Videos
Videos gemacht und schreibt mal in den Kommentaren, was ihr dazu meint. Könnt ihr mit mir darüber diskutieren, falls ihr auch Hilfe braucht und so weiter. Könnt ihr das gerne dort schreiben und versuche euch dann so ein bisschen zu beraten, was ihr da am besten macht. Gut, das war's für heute und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so ist, dann bitte macht den Daumen hoch und gebt ein Abonnement ab. Davon lebt der Kanal. Und ja, das mit der Glocke, das weiß ich nicht. Ich mache bei mir immer die Glocke. Ich wünsche euch was, einen schönen Tag. Tschüss.